Hi und willkommen zu einer neuen Folge Work in Progress. Letztes Mal habe ich euch kurz am Ende noch erzählt, dass ich zu Gast beim Makercast sein werde. Und es hat dann auch geklappt. Das war ein sehr schöner Livestream. Wir waren 6 Leute und das Format funktioniert so, dass jeder ein bisschen erzählt, an welchen Projekten er gerade arbeitet oder was er in der letzten Zeit so umgesetzt hat. Und da waren super spannende Sachen dabei, auch bei den anderen. Das hat super Spaß gemacht. Wir waren, ich glaube, ungefähr 1,5 Stunden oder 2 Stunden live. Das wird über YouTube gestreamt. Das heißt, es gab auch noch einen Live-Chat dabei, wo ein bisschen Fragen reingereicht wurden. Und das war richtig netter Abend. Und es war für mich eher spät. Ich glaube, wir haben um 10 angefangen, was daran lag, dass der Host, also der das geleitet hat, dieses Mal in Australien sitzt und der musste irgendwie früh um 5 aufstehen, damit das irgendwie alles geklappt hat. Und ja, es ist ganz nett, weil das Format oder der Stream wird praktisch weitergereicht. Also das hostet nicht immer dieselbe Person, sondern das wandert so in der Community rum. Das finde ich irgendwie ein sehr schönes Konzept, macht sehr Spaß. Wenn ihr euch die ganze Folge anschauen wollt, verlinke ich gerne das Video hier in der Beschreibung. Und ich habe sonst noch ein bisschen über ein älteres Projekt erzählt, den generativen Stuhl, den ich mal gebaut habe. Und dass der Museum stand und so, weil ich ein bisschen einführen wollte, was ich sonst so mache. Mich kennt da ja in der Community von denen noch keiner. Und dass ich halt viel so generative Sachen mache. Da kam, glaube ich, gut an. Und dann habe ich noch ein bisschen eingeführt, woran ich momentan arbeite. Und das möchte ich euch jetzt auch kurz zeigen. Und zwar, ich wollte immer schon gerne in PCB, also in Platinendesign, einsteigen. Ich habe davon so ziemlich keine Ahnung. Ich habe einmal im Studium mit einem Kommiliton zusammen eine geätzt. Das hat so mäßig gut funktioniert. Allerdings hat er die auch entworfen. Das habe damals nicht ich gemacht. Und an sich erstmal nicht so schwierig, aber man muss sich halt auf einmal mit ganz anderen Konzepten vielleicht noch beschäftigen. Ich habe halt bisher nur, wenn ich Hardware gebaut habe, im Endeffekt fertige Module benutzt. Arduinos, Raspberry Pis, ESPs und halt alles, was in diesem Moduluniversum, sage ich mal, vorhanden ist, zusammengestöpselt. Das ist halt einfach noch eine Stufe einfacher. Und im Normalfall finden sich genug Anleitungen. Wenn man das selber entwirft, selber eine Schaltung, dann ist das in erster Linie zumindest mein Eindruck momentan, ziemlich viel Nachlesen in Datasheets, wie man was verschalten kann, etc. Und das ist relativ anstrengend, aber ich glaube, dass das besser wird mit der Zeit, wenn man auch ein bisschen mehr Erfahrung hat. Ich bin auf jeden Fall momentan nur am Zeug nachlesen, aber ich habe zum Glück auch 2 sehr nette Kumpel, den Timonsku, der war auch im Stream mit dabei, und den Arturo, die mir total viel helfen, dass ich da nach und nach mich einfinden kann. Also PCBs herstellen lassen kostet ja mittlerweile echt nichts mehr. Also selbst deutsche Hersteller sind echt billig. Von daher steht mir da wenig im Wege. So, was will ich eigentlich machen? Der Plan ist folgendes. So von der Größe und Art könnt ihr euch mal hier diesen Arduino Nano angucken. Den kennt ihr auch wahrscheinlich schon. Oben USB-Anschluss, in der Mitte der Chip. Und der führt einfach noch ein bisschen Pins raus. Naja, das ist halt ein Arduino. Von der Optik könnt ihr das mal in Gedanken behalten. Das ist so in etwa das, was ich machen möchte. Eine kleine Platine. Ich hätte gerne einen USB-Anschluss. Was das Ding können soll, sind kapazitive Touch-Buttons. Ich habe öfter mal das Problem, dass ich hier mit meiner mechanischen Tastatur zu laut bin, gerade wenn ich Aufnahmen mache oder irgendwas, keine Ahnung, beim Zocken, beim Streamen, beim whatever, dass mir da ein paar Sachen zu laut sind. Und ich hätte praktisch gerne ein paar leise Tasten, die man so sneaky benutzen kann, ohne dass man direkt ein Tak-Tak von der mechanischen Tastatur hört. Genau, das ist der Plan. Und ich glaube, dass das ein gutes Anfängerprojekt ist, weil nicht viel beteiligt ist auf der Platine. Ich brauche einen USB-Anschluss, ich brauche einen Chip. Und am Anfang dachte ich nehme auch so einen Atmel wie die Arduinos vielleicht. Mir wurde dann aber von Timonsku ein sehr spannendes Ding empfohlen. Das ist der SAMD 21. Der kann nämlich von allein schon diese Touchbuttons, der unterstützt es. Und das ist sehr hilfreich, weil man dann die entsprechenden Libraries mit dem Chip direkt gut benutzen kann. Und naja, jetzt habe ich hier mal KiCad offen. Und das ist praktisch in etwa, wie das mal aussehen soll. Und vermutlich ist ganz viel daran falsch, weil ich noch mitten am Lesen und Verstehen und Lernen bin. Aber ich kann euch gleich mal halbwegs erklären, was der Plan ist. Also, was ihr hier rechts seht, das ist der SAMD-Chip. Da gehen diese 3 Buttons raus. Was ich hier rechts noch habe, ist USB, also
USB plus minus haben wir hier. Und das wird praktisch generell der USB-C-Anschluss werden. Von dem klaue ich mir den Strom und USB-C ist der Standard de facto momentan. Von daher will man, glaube ich, auch jetzt nicht mehr irgendwie was anderes benutzen. Was wir hier oben noch haben, ist ein Step-Down, weil über USB kommen 5 Volt rein. Der SAMD hätte aber gerne 3,3 Volt, deswegen müssen wir das runtersteppen. Und hier unten, und das ändert sich auf jeden Fall noch, da führe ich ein paar Pins raus, die ich brauche, um den Bootloader zu flashen. Und den Reset, den hatte ich jetzt hier mal mit aufgelistet, aber entweder mache ich den gar nicht, also entweder führe ich den gar nirgendwo raus, weil ich es vermutlich gar nicht brauche, oder ich löte einfach doch noch einen kleinen Button mit drauf. Da habe ich mich noch nicht so ganz entschieden. Genau, und das werden hier praktisch einfach nur so Kontaktpunkte auf der Platine, die man dann mit so Pogo-Probes, also mit so gefederten Kontaktstiften andocken kann, um den Bootloader zu flashen. Genau, weil dann muss man da nichts dran löten und nichts anstecken. Und ich will ja eh keine Pin-Header irgendwo haben. Es soll ja irgendwie eine hübsche, niete, kleine Mini-Tastatur sein, die man irgendwo hinlegt. Und es wäre gar nicht mein Projekt, wenn da nicht etwas Generatives dabei wäre. Und das Generative in dem Fall ist nicht unbedingt die Leiterbahnen an sich, aber die Optik der Platine. Und ich dachte mir, ich habe hier so schöne Touch-Buttons. Das wollte ich auch noch zeigen. Das sind hier Varianten, wie man diese Touch-Buttons rausführen kann. Es gibt praktisch einmal die Variante, die ich hier mache. Das ist praktisch nur eine Fläche, die man dann berühren oder in die Nähe kommen kann. Es gibt aber auch noch andere fancy Varianten. Man kann hier praktisch wie so Slider bauen, indem man mehrere so verzahnt setzt. Oder man kann ganze komplette Tastaturen praktisch machen, wo man eine X- und eine Y-Line hat und daraus dann erkennt, welchen Touch-Button man berührt hat. Wenn man halt sehr viele braucht, dann macht es Sinn, die mit so einem Grid, also mit so XY-Lines in so einem Grid anzuordnen, weil ich dann weniger Pins brauche für mehr Buttons. Genau. Aber was ich euch eigentlich zeigen wollte, ist dieser Sketch. Pico Planet habe ich ihn bisher getauft. Es ist ein kleiner Planetengenerator. Und ich hätte gerne diese Platine in einem Space, in einem Weltraumthema angesiedelt. Und weil so ein Button, der kann eigentlich so ziemlich jede Form in etwa haben. Ich glaube, wenn die irgendwann zu groß werden, hat man ein Problem. Aber da komme ich eh nicht hin. Meins bleibt in diesem Arduino Nano-Bereich. Wahrscheinlich wird es schon ein bisschen größer und länger. Vor allem müssen ja noch 3 Buttons drauf. Aber das ist der Plan. Ein Button soll praktisch ein Planet sein. Und dann habe ich 3 hübsche Planeten und dann will ich noch ein bisschen Deko außenrum haben, ein bisschen Sterne, vielleicht auch eine Rakete, die irgendwo hinfliegt. Aber ich hänge praktisch momentan in der Entwicklung von diesem Planetengenerator. Den habe ich auch so im Stream vorgestellt. In der Zwischenzeit hat sich leider noch nicht viel getan, weil ich noch genug andere Sachen hatte, um die ich mich jetzt noch kümmern musste. Aber so schaut es momentan aus. Wir können mal ein paar neue generieren. Yeah, Planeten. Momentan gibt es 3 Arten von Planeten. Es gibt einmal die mit Streifen, es gibt die, die so ein bisschen aussehen wie die Erde, die so Kontinente haben, und es gibt die Sonnen mit den Ringen. Und was ich auf jeden Fall noch brauche, ist viel mehr Varianz. Die sehen sich halt noch super ähnlich. Also ich hätte gerne bei den Sonnen noch Sonnenflecken oder so kleine Eruptionen. Bei den Planeten mit den Streifen hätte ich die gerne auch noch gebogen oder da auch noch so kleine Wirbel oder sowas drin, zumindest als Kreise, also so sehr stilisiert angedeutet. Und die mit den Planeten sind eigentlich schon ganz okay. Genau, was es auch noch gibt, sind Monde. Und es gibt, wie der Saturn, praktisch Ringe. Und in manchen Fällen gibt es noch den zweiten Ring, der praktisch, ich wollte gar nicht zoomen, der noch quer dazu liegen kann. Genau. Das Schöne ist KiCad, also das Tool, das ich benutze zum Platinendesign, das kann direkt SVGs importieren. Das heißt, alles, was ich hier mit Paper schreibe, und ergibt mir ja ein SVG, also Pfaddaten ganz normal. Und die kann ich direkt importieren, um dann die Schichten zu verändern auf der Platine. Ich weiß nicht, wenn ihr euch mal eine Platine angeguckt habt, dann habe ich da ja ziemlich unterschiedliche Schichten. Die meisten Platinen haben, was heißt die meisten, aber das, was ich jetzt mache, ist so eine 2-Layer-Platine. Das heißt, ich habe in der Mitte so ein Trägermaterial, dann kommt oben und unten danach eine Schicht Kupfer, das sind die Leiterbahnen. Oben drüber dann gibt es eine Schicht Stopplack, das ist dann dies, was ihr als Farbe auf der Platine seht, meistens grün.
Ich hätte gerne, muss mal gucken, was ich bekomme, schwarz, lila, blau, was irgendwie so in dieses Space-Thema passt. Und da oben drauf gibt es dann nochmal eine Schicht Siebdruck, ist das, glaube ich. Meistens in weiß oder schwarz, je nachdem zur Stopplackfarbe. Das ist dann das, was die Beschriftungen macht. Und das kann man eigentlich alles relativ frei wählen, wo was stattfindet. Ach so, genau. Und wenn natürlich Kupfer, also die Leiterbahn irgendwo nach außen zum Verlöten offen liegt, dann kommt da normalerweise auch noch eine Beschichtung drauf. Und da würde ich in meinem Fall dann zu so einer Gold- oder so einer Silberbeschichtung neigen. Halt auch je nachdem, welchen Platinenhersteller ich mir aussuche und was da gut funktioniert. Mal schauen. Genau, das ist der große Plan. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne mal mit dem kleinen Planetengenerator rumspielen. Ich mache einen Link zum Sketch unter das Video. Der ist bisher ziemlich simpel. Da kann man eigentlich ganz nett mit rumspielen. Wie gesagt, da soll noch viel mehr Varianz dazu und auch noch ein bisschen fancy Deko außenrum. Und ich würde dann gerne mehrere Sets von dieser Platine machen, bestücken und dann auch an die Patreons als Goodie verschenken. Ich habe das ja irgendwann mal erwähnt, dass die Patreons ab $10 momentan 2 Goodies im Jahr kriegen, 2 Generative. Und ich glaube, das ist eine ziemlich nette Sache. Vor allem, wenn der Bootloader steht, dann kann man die Platine auch mit der Arduino IDE programmieren. Also total simpel, einfach anstecken, selber ein bisschen Code draufschreiben, läuft. Und dann kann man sich da selber seinen Keyboard-Code draufpacken und sagen, welcher Button welchen Keypress praktisch auslösen soll. Ob das dann Lautstärke ist oder was ganz anderes, kann dann jeder selber mit Spaß haben. Ich glaube, das ist nett. Und ja, das gibt dann so eine kleine Miniserie an fancy Platinen, die hoffentlich sehr schick aussehen. Ich bin gespannt. Es macht sehr viel Spaß, mich da gerade reinzufuchsen, weil es ein sehr neues Territorium für mich ist. Und bisher komme ich gut klar, was aber wie gesagt auch in der sehr guten Hilfe liegt. Vielen Dank dafür. Ich bin gespannt, was rauskommt. So, und dann habe ich noch eine andere Kleinigkeit. Letztes Mal waren wir ja am Brush-Generator, Brush-Simulator praktisch. Der ist ja soweit fertig gewesen, den hatte ich euch schon gezeigt. So, jetzt habe ich da noch praktisch das Endresultat draus gebastelt. Da können wir hier auch mal reingucken, wie das gerade aussieht. Genau, da wird jetzt einfach Text geschrieben, den ich vorgebe. Und da habe ich ein paar Schritte dazu vorgenommen. Die kann ich euch mal vielleicht kurz nach und nach zeigen. Ich habe mir einmal, das zoomen wir mal ein bisschen rein. Ich habe mir einmal ein kleines Tool gebaut, mit dem ich Buchstaben aufzeichnen kann. Das heißt, das Rechteck hier tut tatsächlich im Endeffekt gar nichts. Es ist nur für mich ein optischer Maßstab, damit ich die Buchstaben in etwa gleich groß aufzeichne. Das heißt, jetzt kann ich hier ein hübsches A reinmalen. Würde ich hier oben auch noch A eingeben, kann dann auf Save drücken und kann so praktisch jetzt mir ein Alphabet zusammenbasteln mit den Pfadvorgaben für Buchstaben. Ich kann einen Buchstaben auch mehrfach aufnehmen. Das wird dann alles schön einsortiert. Mit SaveFont kann ich das als JSON speichern. Das heißt, ich habe die ganzen Pfaddaten dann als JSON. Brauchen wir jetzt in dem Fall nicht. Habe ich ja schon gemacht. Da kommen also diese Pfaddaten her für die einzelnen Buchstaben. Was ich dann noch gemacht habe, in der letzten Demo konnte man die Brush-Simulation ja mit der Maus selber von Hand bedienen. Jetzt muss das natürlich automatisch funktionieren. Das heißt, ich trigger praktisch die gleichen Funktionen einfach, die ich bisher für die Maus-Events geschrieben hat, ja, automatisiert. Und jetzt natürlich noch ein bisschen die Frage, wie richte ich denn diese virtuelle Pinselspitze aus, dass das passt. Und da können wir mal kurz im Code umschalten und Debug auf True setzen. Dann sieht man das nämlich deutlich besser, was da passiert. Genau, jetzt seht ihr hier, die roten Linien sind die Linien, die der Brushkopf, also wie sagt man, die Pinselspitze, abfährt, ohne dass sie was zeichnet. Das muss ich machen, also ich muss es nicht zwingend so machen, aber ich muss zumindest irgendwie diese Pinselspitze
ein bisschen alleinen vor dem Buchstaben, weil wenn ich quer anfange, macht es wenig Sinn. Das entspricht ja auch nicht dem, was ich mit dem Pinsel in der Realität machen würde. Deswegen generiere ich da diese Pfadlinien dazwischen. Die sehen jetzt total aus wie Kraut und Rüben. Wir können aber noch mal ein bisschen hingucken. Zum Beispiel in dem Übergang hier zwischen H und A ist es diese rote Linie hier. Und was ich einfach mache, ich nehme den Endpunkt und den Anfangspunkt vor der nächsten Linie, die gezeichnet werden soll, und verbinde die. Jetzt will ich aber, dass der Pinsel hier möglichst gerade ankommt, so wie der zu zeichnende Strich auch verläuft. Na, danke, jetzt fährt er mir da direkt rüber. Starten wir mal neu, dann ist es nicht so chaotisch. Hier haben wir immer noch das A. Und was ich dann mache, ist einfach, ich suche praktisch den Richtungsvektor am Ende von der Linie, oder beziehungsweise ist ja eigentlich der Anfang der Linie hier in dem Fall. Den kann ich mir ja ausrechnen, dann nehme ich einfach 2 Punkte, mache einen Vektor draus und den Vektor benutze ich als Handle, um diese Biegung zu bestimmen. Das funktioniert eigentlich soweit ziemlich gut. Manchmal kommen immer noch ein bisschen komische Sachen raus, aber an sich finde ich, dass das jetzt schon sehr nett ausschaut. Es wirkt sehr messy, aber das ist ja auch der Plan. Also ich bin eigentlich sehr zufrieden. Ich habe jetzt hier nur leider sehr arg reingezoomt. Eigentlich sieht es ein bisschen kleiner aus. Genau, und da habe ich jetzt praktisch die Buchstaben alle als Großbuchstaben aufgezeichnet. Ich kann die abfahren. Das ist es im Endeffekt. Was ich jetzt noch mache, ist, wenn ein Wort fertig ist, dann multipliziere ich die Opacity mit einem Wert knapp unter 1. Das heißt, jetzt seht ihr schon so langsam hier, das Thank You fängt an auszufaden. In der Zeit fängt er schon an, den nächsten Namen zu schreiben. Und was ich noch mache, eine Kleinigkeit praktisch, ich überprüfe, ob die Bounding-Boxen von dem Namen hier oben, also von dem gerade aktuell geschriebenen Namen oder den ich schreiben möchte, kollidiert mit der Bounding-Box vom letzten Namen. Weil dann möchte ich es nicht schreiben, dann ist der letzte Name noch nicht ausgeblichen genug, dass man es gut lesen kann. Und was ich eigentlich auch noch tun müsste, das seht ihr ganz gut, ich prüfe nicht so richtig, ob die Bounding-Box rausgeht. Ich suche momentan eine zufällige Position im View-Feld. Aber es kann natürlich sein, dass das oben rausgeht, das ist noch nicht so ganz optimal. Dann müsste ich praktisch eine zufällige Variable entweder in einem kleineren Bereich setzen oder einfach überprüfen, ob die Bounding-Box aus dem View rausschaut. Das fehlt tatsächlich noch. Das sind aber auch noch irgendwie 2 Zeilen. Das ist jetzt tatsächlich nicht so tragisch. Genau, und das gibt jetzt dann immer das Outro von den Videos, wo alle Patreons ab $5 auftauchen. Voll gut. Ich muss dann die Geschwindigkeit anpassen, aber das mache ich tatsächlich zum Schluss lieber in der Schnittsoftware, weil da kann ich das auf die Sekunde einfach timen. Das ist ein bisschen einfacher, als das jetzt hier im Code festzulegen. Und was ich dann eben mache in der Nicht-Debug-Version, das ist euch wahrscheinlich auch schon aufgefallen, machen wir da wieder False draus, ist, dass ich das mit schwarzen, also die Farben invertiere, schwarzer Hintergrund, weiße Schrift, weil ich die Schrift gerne weiß auftauchen lassen möchte und dann muss ich auch gar kein Color Keying machen, dann kann ich einfach in den Ebenen im Schnittprogramm die Add-Funktion auswählen. Dann verschwindet das Schwarz, das Weiße taucht auf. Allereinfachste Lösung überhaupt. Genau, das eigentlich dazu, wenn ihr damit rumspielen wollt. Ich packe das nachher auf GitHub. Ich muss den Code aber noch ein bisschen aufräumen, noch ein bisschen halbwegs schön kommentieren, damit man da durchblickt. Der ist ein bisschen sehr Kraut und Rüben gerade, weil ich das in den letzten Tagen sehr spontan zusammengehackt habe, möglicherweise. Aber ich packe das dann auf GitHub, wenn ihr mal rumprobieren wollt, sehr gerne. Mir macht es immer noch sehr viel Spaß, dabei zuzugucken, wie das auftaucht. Ja, und jetzt habe ich ein sehr schönes, generatives Outro. Ja, das war es eigentlich schon von mir, meinen Neuigkeiten. Ich hatte ja mal noch erzählt, dass ich gerne Generative Art Lernvideos produzieren würde und die gerne finanzieren würde. Das hat jetzt nicht geklappt mit dem Prototype Fund, was ich schon befürchtet habe, weil tatsächlich nur Softwareprojekte gefördert werden können. Nichts, was praktisch Lerninhalt für Software lernen ist oder so. Das geht nicht. Das heißt aber auch, dass ich jetzt sehr frei bin, wann ich damit anfangen will und wie das aussieht. Und ich habe ein bisschen auf Twitter rumgefragt und dabei festgestellt, dass sehr viele eigentlich Text bevorzugen, was ich ganz spannend finde und auch irgendwie nachvollziehen kann. Ich schaue aber persönlich auch sehr gerne Lernvideos und auch meine alten Informatik-Lernvideos werden immer noch ziemlich viel geklickt.
Und darum glaube ich eigentlich, dass ich jetzt wahrscheinlich einfach beides mache. Das heißt, ich werde erst immer einen Artikel schreiben, vielleicht mit ein bisschen Animation und Erklärung. Und wenn mir der gut genug gefällt, vielleicht gebe ich den auch einfach ein paar Leuten vorher zum Gegenlesen, dann mache ich dazu das passende Video. Und ich glaube, das ist sehr vorteilhaft, weil ich würde mir ja ein Skript zum Video machen und warum nicht das Skript gleich schön ausformulieren als Text. Dann ist es schön durchsuchbar und wird gefunden in der Suchmaschine zumindest deutlich besser als YouTube-Videos, vermute ich zumindest, wenn es auf bestimmte Inhalte ankommt. Also auf feine Inhalte meine ich, wenn man natürlich irgendwie, zum groben Thema tauchen ja auch genug YouTube-Videos auf, so ist nicht. Ja, genau. Weiß aber noch nicht genau, wann ich damit anfangen kann. Jetzt irgendwann im Sommer. Ich bereite das noch ein bisschen in Ruhe vor. Und dann werden die so, weiß ich nicht, vermute mal in 1-2 Monaten wird es dann anfangen aufzuploppen mit den Videos. Das ist zumindest der grobe Plan. Mal schauen, ob das klappt. Ansonsten hoffe ich, euch geht's gut in dieser Pandemie und ihr habt euch halbwegs damit zurechtgefunden, zu Hause zu sitzen. Mal schauen, wie es weitergeht. Wir sehen uns auf jeden Fall in ein paar Wochen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao.